Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing von mir. Ich öffne mit euch die Adventsbox. Heute haben wir den 4. Advent und gleichzeitig haben wir heute tatsächlich Heiligabend. Yeah! Also somit auch frohe Weihnachten wünsche ich euch. Das finde ich eigentlich, ja, was soll ich sagen, ne? Irgendwie ist uns eine Woche geklaut worden, habe ich das Gefühl. 4. Advent und Heiligabend auf einem Tag. Wir haben das Vergnügen, heute 2 Türchen zu öffnen. Falls ihr die anderen Unboxings, die anderen seht, gerne mal unten in der Videobeschreibung nach. Hier oben verlinke ich das vom 3. Advent und schaut da einfach mal vorbei, falls ihr es verpasst habt und gerne wissen wollt, was drin war. So, ich öffne mit euch heute 2 Türchen. Wir machen es spannend und ich hole das andere noch nicht raus, sondern machen erst das 5. Türchen, Tüte, nicht Türchen, auf. Nämlich das für den 4. Advent. Und wir schauen, was drin ist. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Ein Puschel. Ein Fuschelwuschel. Ein Fuschelwuschel. So, Augen scheint der, ich fühle jetzt gleich mal, hat er nicht. Aber Wackelöhrchen, ja. Und es ist ein, na, Stift oder Diamond Painting? So. Es ist ein Diamond Painting Stift. Oh, wie süß. Guckt euch den Wuschel an. Ja? Freut sich meine Kleinste, meine 4-Jährige. Ah, die hat schon so einen in so ein Orange, so als Fuchs, aber als Stift, nicht als Diamond Painting Stift. Die liebt die. Mega. Und das ist schön flauschig. Super, schöne Überraschung. Finde ich gut. So, jetzt hole ich euch das 6. und letzte Tütchen, nämlich das für Heiligabend. Und es ist richtig schwer. Ja, und es ist auch mega groß, wie ihr seht. Wow! Das nenne ich mal einen Aufsteller. Ha? Das nenne ich mal einen Mega-Aufsteller. Ja, wir kleckern nicht, ne, Tini? Wir kleckern nicht, sondern klotzen. Ich finde tatsächlich, da hast du dich nicht lumpen lassen. Wir haben hier 2. Warum 2, weiß ich auch noch nicht so genau. Vielleicht damit es besser hält, stabiler. Oder ob man es sich auswählen kann, welchen Untersetzer man nehmen will. So ein. Oder so. Nein, das wäre ja, dann kann man das nicht so richtig sehen. So. Toolkit mit Zip-Tütchen und einem Plättchen Wachs. Ja, also das hier ist richtig massiv. Es ist eine dicke Acrylplatte. Ja, die ist schon. Und es ist auch schwer. Kriege ich gar nicht richtig drauf hier, ne? So. Also ich finde es mega. Teilbild. Also hier im Gesicht wird nicht gepainted. Naja, was heißt Teilbild? Ja, ist ja klar, dass das ein Teilbild ist. Also ich finde das Motiv mega. Guck mal, das ist ein Weihnachtsmann mit seinem Geschenkesack hinten drauf. Er steigt hier gerade aus dem Schornstein und hier seine 2 Rentiere. Ja, und hier das Dach vom Haus. Mega. Mega, was sagt ihr denn dazu als Heiligabend? Also, das bedeutet natürlich, und das wird dann hier unten so drauf gesteckt. Ich glaube, man muss tatsächlich beide nehmen, weil es sonst umkippt, weil das so schwer ist. Ja, das gucke ich mir dann an. Ja,
Okay, was soll ich sagen? Ich finde es mega. Ihr merkt meine Begeisterung. Ich wünsche euch noch einen schönen Heiligabend. Frohe Weihnachten somit. Ich wünsche euch schöne Weihnachtstage. Lasst euch schön beschenken, wenn ihr Weihnachten feiert. Es gibt ja auch Leute, jetzt habe ich euch die Steine gar nicht gezeigt. Das machen wir jetzt eben nochmal. Entschuldigung, ich bin so hin und weg von dem Bild, dass ich euch die Steine vorenthalten habe. »20 verschiedene Steine haben wir. Also schon eine Menge auch, aber das ist ja auch mega riesig. Wir haben viele große, runde Steine, schwarz als Klassik, hellblau. Hier haben wir so eine Art Schwarz-Kristallstrass. So, ja, nicht rosa, aber auch nicht orange, irgendwas so mittendrin. Verschiedene Grüntöne, gelb, lila, verschiedene Lilatöne, rot, mega viel. Orange, pink, nochmal ein Pink, das sind 2 verschiedene Pinktöne. Normal Crystal und wir haben hier das habe ich auch noch nicht gesehen. Und zwar sind das so Strass, also sind das Strasssteine, aber die sind schwarz von unten. Und die sind oben irgendwie ein bisschen anders. Die sind so silber. Habt ihr die Steine schon mal gesehen? Haben die irgendeinen Namen? Ich kenne die so tatsächlich noch gar nicht. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr sowas schon mal gehabt habt. Genau, also das sind die Steine dazu. Ich finde es mega. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Tag, frohe Weihnachten oder einen ersten Weihnachtstag, zweiten Weihnachtstag. Falls ihr das gar nicht guckt, ich glaube, dann seid ihr auch gar nicht weihnachtsinteressiert. Genau, dann wünsche ich euch einfach einen schönen Tag. Bis dahin. Alle Unboxings habe ich in der Videobeschreibung unten verlinkt, falls ihr nochmal nachschauen wollt. Bis dahin, tschüss!